Es ist wieder Freitagabend, der erste im Jahr 2025. Deswegen wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr gut reingekommen seid und will euch nicht länger langweilen mit irgendwelchen Floskeln. Es geht weiter mit Lichtschwertern. Und hier haben wir ein vielleicht nicht einzigartiges Exemplar, aber ein sehr seltenes Exemplar. Der gute Christian hat es wieder ran geschafft. Das ist ein richtiger Zweihänder, Marke mehr oder weniger Eigenbau. Da ist viel Handarbeit ohne CNC-Fräsen oder weiß der Kuckuck was. Da wurde sehr viel selbst gemacht. Das sieht man halt, wenn man den Griff auseinanderbaut. Das passt nämlich nicht alles so hundertprozentig. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn man die Leute an der Hand hat, die einem gewisse Dinge korrigieren können. Und dieser Griff ging dann halt durch ein paar Hände. Angefangen beim Knauf. Der hatte nämlich, und das ist halt so ein Fehler, der dir in der Serienproduktion nicht passiert, der Knauf hier, also dieser Einsatz, der hatte keine Venting Holes. Da kam also überhaupt kein Sound raus. Also da hätte ich, weiß der Kuckuck, was für einen Speaker verbauen können, wir hätten nichts gehört. Deswegen ging dieses Stück an Mr. Freezer aus dem Discord. Vielen Dank, Michael, dass du dich darum gekümmert hast, dass wir hier Venting Holes haben. Es ist immer gut, Leute zu kennen, die wissen, wie man mit einer Drehbank oder mit einer Fräse umgehen kann. Und des Weiteren gab es hier auch keine Buttons. Die hat er uns auch gedreht, so dass wir hier überhaupt was betätigen können. Also vorher gab es hier wirklich nur diese Kontrollbox, aber hier nicht diese Plunger. So, die haben wir jetzt. Vielen Dank nochmal. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Zum Griff. Ja, Zweihänder. Hält sich gut in der Hand. Wir bauen hier ein Golden Harvest an, oder ich habe hier ein Golden Harvest eingebaut. Der Griff ist momentan leer, das Chassis habe ich ausgebaut. Wir haben hier eine Feststellschraube, eine schöne Rändelschraube. Das macht es immer sehr leicht, die Klinge zu befestigen und zu lösen. Der hier hält am Ende mein Chassis auf Position. Diese Schraube ragt eigentlich nur so ein bisschen rein. Ich kann das Chassis auch gleich direkt zeigen. Der Griff ist hier teilbar. Ich habe hier die Schrauben absichtlich jetzt noch nicht reingesetzt. Also hier sehen wir das. Und auch hier an solchen Kleinigkeiten sehen wir einfach, das wurde in der Garage gemacht. Also soll jetzt nicht respektlos sein, um Gottes Willen. Ich kann sowas nicht machen. Das ist aller Ehren wert, was hier gemacht wurde. Aber das ist einfach ein Griff, der nicht vom Fließband kommt. Da gibt es dann Prozesse und Maße, die immer eingehalten werden durch CNC-Fräsen oder dergleichen. Das ist halt hier nicht der Fall. Das ist sehr viel Handarbeit, aber auch richtig schöne. So, hier kommt das Chassis. Es ist eines der längsten, die ich hier gemacht habe. Deswegen musste ich es auch in 2 Durchgängen drucken. Hier sehen wir auch die Naht, die hier lang läuft. 2 Buttons, die haben wir eben schon gesehen. Also die Plunger dafür, die hier auslösen. Ein 18650er Akku kommt hier rein, ein 24 mm Speaker und dazu ein NPXL-Konnektor. Und hier kommt das eigentliche Highlight, das Golden Harvest V4 mit Wi-Fi. Und das macht richtig Spaß. Das wird der zweite Teil des Videos werden, nachdem wir uns den Griff ein bisschen mehr unter die Lupe genommen haben. Später gehen wir dann ein bisschen mehr auf die Funktion des Golden Harvest V4 ein. Ja, und wir setzen hier mal gerade einen Akku ein. Ich habe ja keinen Kill-Switch. Damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen, oder was heißt sehr schlechte? Habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es beim Golden Harvest 3, dass es mir da hin und wieder die Presets für einen Font zerschossen hat und dann passierte da nicht mehr viel. So, das hatte alles, das sollte so sein. Ja, das funktioniert also. Und wir können das Ganze jetzt in den Griff setzen und dann hören wir uns mal an, wie das Ganze klingt. So, ich habe wieder mal eine kleine Mini-Testklinge eingebaut. Der Griff ist auf voller Lautstärke und dann hören wir uns das Ganze mal an. Er hört sich satt, aber leise an. Also es kommt noch nicht alles da raus. Also, ja, was heißt leise? Normal. Richtig laut wird er in dem Leben nicht mehr, aber kommt schon ein ordentlicher Ton raus.
So, ja, was bleibt noch zu sagen? Ja, wir haben unsere 2 Buttons, das finde ich immer ganz schön. Feststellschraube habe ich gesagt. Hier die Jungs, die muss man natürlich noch festmachen, wenn man nicht ständig irgendwie an den Griff möchte. Ansonsten hält das hier auch recht gut, also da muss man gar nicht viel machen. Hält sich sehr gut in der Hand, eben als Zweihänder sowieso. Und selbst wenn ich ihn nur mit einer Hand führe, der Durchmesser ist recht schmal, der lässt sich sehr gut tragen und ist auch nicht besonders schwer, ohne dass es jetzt irgendwie billig wirkt. So viel zu dem Teil des Videos, was den Griff angeht. Also hier steckt eine Menge Nacharbeit noch drin. Eben die Plunger, hier hinten der Knauf mit den Venting Holes, dass überhaupt Ton rauskommt. Das Chassis ja in 2 geteilt, weil das eben so lang sein musste, damit da alles reinpasst. Und damit wir auch mit dem Speaker, also theoretisch hätte ich auch ein kürzeres bauen können, aber dann wäre ich mit dem Speaker hier oben. Und jetzt bin ich mit dem Speaker ungefähr auf der Höhe. Und der Knauf geht bis hier. Also wir haben hier so eine kleine Resonanzkammer, die dafür sorgt, dass wir ein bisschen Ton haben. Und dass der auch satt klingt. Der nächste Teil des Videos wird sich jetzt damit befassen, was ich mit dem Golden Harvest V4 alles machen kann. Ich gehe jetzt nicht auf alle Funktionen ein. Ich bin selber nicht der Experte, was das Golden Harvest angeht. Da ist zum Beispiel Garuka besser drauf als ich, mehr informiert. In dem jetzt kommenden Teil des Videos wird es jetzt darum gehen, was das Golden Harvest V4 alles kann. Vielleicht nicht, was es alles kann, aber die größte Änderung ist eben, dass wir Wi-Fi-kompatibel sind. Wir können uns in unser WLAN einloggen, wir können uns einwählen, wir können uns per Bluetooth verbinden, wir können einen Hotspot generieren. So, ich werde das Ganze so machen, dass ich mich in mein bestehendes Wi-Fi-Netz zu Hause einlogge und mit einem Browser praktisch die Steuerung mit dem Commander, so nennt er sich, kann ich die Steuerung über den Griff übernehmen. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Um das Wi-Fi zu aktivieren, habe ich jetzt die Option 1 gewählt. Da habt ihr in der Datei General und auch General Override habt ihr die Zeile Wi-Fi gleich und dann steht da entweder 0, 1, 2 oder 3, genau. Und ich benutze Option 1. Sobald ihr einmal den Wi-Fi-Modus verlassen habt, wird in der Override-Datei der Wert 0 gesetzt. Das heißt, wenn ihr das Schwert wieder startet, wird der Griff nicht im Wi-Fi-Modus gestartet werden. Das heißt, ihr könnt sofort loslegen. Um den Wi-Fi-Modus wieder zu aktivieren, könnt ihr entweder, so wie ich es gerade getan habe, die SD-Karte entnehmen, ins Notebook setzen und dann den Wert wieder auf 1 setzen oder halt auf 2 oder 3, je nachdem, was ihr benutzt. Oder ihr macht das Ganze über den Edit-Mode des Griffes. Da ich nicht ganz so firm damit bin, habe ich es über die SD-Karte gemacht. Sobald ihr die SD-Karte wieder reinsetzt, den Akku einmal kurz löst und wieder reinsetzt oder den Kill-Switch, je nachdem wie ihr euer Schwert gebaut habt, dann ertönt die Stimme Connection Established. Und dann seid ihr mit eurem WLAN praktisch verbunden und könnt euren Griff über den Commander steuern. Und das Ganze werde ich jetzt demonstrieren. Eine Sekunde. So, hier der Beweis. Ich habe jetzt hier über die Seite, das steht auch im Handbuch, GHV4.local, über meinen Browser habe ich den Commander aufgerufen. Das Ganze werde ich jetzt auch gleich nochmal aufnehmen, sodass wir auch wirklich live sehen, was wir da machen. Und dann kann ich hier praktisch dem Schwert Befehle geben, was es zu tun hat und Farben einstellen. Ich kann hier alles Mögliche machen. Ich werde das Ganze jetzt hin und wieder im Splitscreen praktisch schalten, sodass wir auch sehen, dass das, was ich im Commander mache, auch wirklich live am Griff zu sehen ist. Vorab aber hier einmal den Commander selber. Die erste Seite, wir sehen hier mein WLAN. Ich habe hier einen recht schwachen Empfang, aber er wird reichen. Wir sehen, wie voll die Batterie geladen ist, beziehungsweise die Voltage der Batterie. Die Temperatur, auch sehr interessant. Und dann sehen wir hier jetzt auch schon die Baumstruktur oder ja, meine SD-Karte, die Dateien, die sich darauf befinden, die Ordnerstruktur. Und da können wir uns drin bewegen, wie wir das gerne möchten. Vorne angefangen, was können wir machen? Wir können hier in den Ordner zurückgehen, einen neuen Ordner erstellen, die User Interface Sounds ändern, nach neuer Firmware checken, das können wir gleich mal machen, das Terminal öffnen oder wir können uns auch trennen. So, wir konzentrieren uns jetzt auf den unteren Teil, Remote Control, und wollen mal sehen, was passiert, wenn ich auf Power On drücke. Wie ihr seht, ich mache hier gar nichts. So, kein Ring oder irgendwie so ein Gedöns wie beim CFX.
Das mache ich alles über den Commander. Ich kann den Clash auslösen. Swing, Step, Begin Lockup. Ihr steht unter Arrest. Force Push, da werden halt die Sprüche abgespielt hier, weil auf den Force Wave Dateien liegen halt die Sprüche, in dem Fall von Mace Windu. Blaster Block. Das ist schon eine coole Sache. Also ich kann hier auch, was die Color Profiles angeht, kann ich hier vor und zurück gehen. Das habt ihr ja auf der SD-Karte programmiert. Da gibt es Color Profiles so viele wie ihr wollt. Ich glaube, ich habe 13. Rot, Grün, Blau, Weiß und so weiter sollten auf jeden Fall dabei sein. Und dann könnt ihr euch einstellen, was ihr gerne hättet. Und ihr navigiert euch einfach durch die verschiedenen Farbprofile, die ihr halt angelegt habt. Des Weiteren könnt ihr hier den Blade Style selber noch wechseln. Ihr habt ja verschiedene Style-Bänke. Die gehen ja von, ich glaube, 1 bis 9. Und 9 ist das mehr oder weniger kompletteste, was Neopixel auch noch angeht. Und da habt ihr ja den klassischen Style, da habt ihr irgendwie 6 verschiedene, da könnt ihr euch durchbewegen. Und dann geht das weiterhin zu Flammen und Wellen-Styles und so weiter und so fort. Das hat einfach den Vorteil, ihr müsst nicht die SD-Karte immer rausnehmen oder über den Edit-Mode das kompliziert machen. Ihr seht direkt, was passiert, wenn ihr den Style ändert. Das ist total bequem und beschleunigt einfach den Prozess darin, den perfekten Style für euch zu finden, die perfekte Farbe. Ihr könnt hier das Volume, finde ich auch schön. Ich brauche jetzt, wenn ich mich um die Farbe kümmere, muss ich mich jetzt hier nicht dauernd berieseln lassen vom Ton. Ich kann das Ding einfach gemutet schalten. So. Das ist schon eine nette Geschichte. Den Soundfont kann ich wechseln. Track können wir mal starten wir mal einen Track. Das ist ja mega. Das ist mega cool. Ja, eine schöne Spielerei, die sehr nützlich sein kann. Also es ist nicht nur Spielerei, aber es ist sehr nützlich, vor allem für mich. Nehmen wir mal an, und das ist eigentlich auch so, ich bin ein neuer Benutzer, was Lichtschwerter angeht und habe keine Ahnung davon. Und guck in die General-Text-Datei, sehe da jede Menge Kommandozeilen, die mir nicht unbedingt was sagen, sehe jede Menge Color-Profiles, die mir auch nicht was sagen, wo ich was einzustellen habe, welchen Wert. Und genau für solche Anwender ist dieser Modus perfekt. Ich sehe, was ich verändere. Und hier sind die Buttons ja auch selbsterklärend. Das macht alles Sinn, was hier steht und spricht mit dem Benutzer. Wenn ich jetzt nur in die General-Datei gucke und klar, manche Dateien oder manche Zeilen sind selbsterklärend, Sound oder Volume zum Beispiel, aber manche sind es halt nicht so. Und wenn ich jetzt allein einen Style ändern möchte, mache ich das doch besser hier und sehe, was passiert. Und die Datei, die schreibt sich dann im Grunde von selber. Ich muss da gar nicht mehr drauf eingehen. Für mich war es zum Beispiel, ich habe so angefangen, das Golden Harvest 4 zu installieren, habe mir die Default-Files geholt, die bei Sabertec zum Download bereitstehen, und habe auch die Default-Color-Profiles runtergeladen. So, und dann habe ich Yoda installiert und der hat ja eine grüne Klinge. So, per Default ist es aber so eingestellt, dass wenn das Lichtschwert aktiviert wird, die Klinge erstmal lila ist und dann ins Grüne wechselt. Ich weiß nicht warum. Ist nicht mein Geschmack, bin ich ganz ehrlich. Aber ehe ich dann die Zeile gefunden habe, Ignition, um die dann umzustellen, das dauert einfach. Und das ist ja nicht nur so, dass es bei dem Farbprofil für grün ist, sondern bei den anderen allen auch. Und dann war ich es irgendwann leid, das für die Ignition zu ändern, weil es ist nicht nur die Zündung, bei der es halt lila war, sondern halt auch andere Momente, in denen das Schwert etwas macht, was es aus meiner Sicht, ich als Benutzer, nicht möchte, dass es das tut. Wenn ich zum Beispiel den Force-Effekt abspiele, in meinem Fall die Sprüche, dann soll sich das Lichtschwert eigentlich nicht anders verhalten. Es soll nicht anders aussehen. Und das kann ich viel leichter hier über den Commander steuern. Ich bewege mich jetzt einfach mal dahin, wo meine Farbprofile liegen. Und die liegen bei mir in Slot 9, NeoPixel Extended.
Extended heißt einfach, da sind die meisten Styles drin. Und wir haben hier den Classic 2, den habe ich häufig benutzt, zum Beispiel für Mace Windu. So, da gehen wir jetzt rein. Und dann sehen wir hier den Button Color Profiles. Und wenn ich da jetzt mal drauf drücke, dann sehe ich hier, dass für Color Profile 1, das ist mein rotes, das ist die Ignition rotes, Basic, das ist einfach, wenn mein Schwert normal vor sich hin brummt, dass es rot ist. Beim Clash wird es weiß, Stab gelb, Swing 3, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Lockup wird es wieder weiß. Beim Force Push bleibt es rot, da passiert nichts anderes. Und hier kann ich einfach die Farben ändern, wie es mir beliebt. Und das macht die ganze Sache deutlich einfacher. Dann drücke ich hier auf Save oder Close und kann mich hier auch, also ich will jetzt natürlich nichts ändern, ja, kann mich hier auch zwischen den Farbprofilen hin und her bewegen. Color 6 sollte grün sein oder ist es gelb? Manchmal braucht es ein bisschen, ist es grün, genau, habe ich es doch richtig im Kopf gehabt. So, und das macht das Ganze wesentlich einfacher, die Dinge schnell anzupassen. Finde ich sehr benutzerfreundlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was können wir noch Schönes machen? Wir können hier auf die General.txt-Datei zum Beispiel, können wir hier ändern. Wir können hier jede Datei ändern, die wir ändern wollen, indem wir hier auf den Stift klicken. Und dann öffnet sich der Inhalt der Datei. Und dann können wir hier einfach zum Beispiel das Volume können wir ändern auf 90, klicken auf Speichern und fertig. Wir müssen also nicht mehr die SD-Karte da rausholen, den Wert ändern, hochladen und gucken, ob es funktioniert hat und so weiter. Wir können hier live experimentieren. Das ist super bequem. Voraussetzung ist natürlich immer, dass der Wi-Fi-Modus aktiviert ist. Und wenn wir einmal das Lichtschwert normal wieder aktivieren, ist er deaktiviert. Das steht in der Override-Datei. Das müssen wir halt wieder über den Editor am Griff selber oder wir nehmen die SD-Karte halt raus, was so ein bisschen das Ganze ad absurdum führt. Aber über den Edit-Mode am Griff selber können wir diesen Wert wieder ändern und stellen die Verbindung zum Wi-Fi wieder her und können dann über den Commander hier alles Mögliche einstellen. Also, dass wir das hier sehen, finde ich wahnsinnig gut. Ich selber, so als kleine Anmerkung, habe die Originaldatei, den Inhalt, einmal durch ChatGPT gejagt und gesagt, schreib mir bitte zu jeder Zeile, was welche Kommandozeile macht, weil ich das auch nicht bei jeder weiß. Deswegen hat ChatGPT mir hier und da ein paar Bemerkungen hingeschrieben. Sind wir mit den Änderungen fertig, klicken wir auf Speichern oder halt Close verwerfen. Wir haben nichts geändert, können das einfach hier schließen und sind fertig mit der Änderung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir haben hier den Check Firmware Button, da klicken wir mal drauf und wir sehen, die installierte ist out of date, wir haben hier eine neue und dann klicken wir hier mal auf Update, sagen ja, okay, und dann läuft hier ein Upload-Prozess. Das ist alles voll automatisiert. Ich mache das selber wirklich gerade das erste Mal und bin einfach nur begeistert. Wir sehen auch schon hier die neue Firmware-Datei, die 7.4-Datei hat sich hier praktisch hochgeladen. Und wir haben jetzt hier die Nachricht, all files for the firmware update have been uploaded. Wir müssen also nur noch den Griff trennen und das Lichtschwert neu hochladen, neu booten und dann ist die Firmware installiert. Das soll jetzt nur ein kleiner Exkurs davon sein, was mit dem Golden Harvest V4 möglich ist. Es gibt weitere Funktionen. Ich selber muss das alles noch erkunden. Für mich auf jeden Fall Wahnsinn, dass man das Ganze mit dem WLAN verbinden kann, sehr schnellen Zugriff auf die Dateien hat, die auf der SD-Karte liegen, Soundfiles hochladen kann, Color Profiles ändern kann, Styles ändern kann, das Lichtschwert von außen kontrollieren kann, was es zu tun hat und direkt die Auswirkungen sieht, wenn man Änderungen vorgenommen hat. Das ist für mich ganz großes Kino. Ein absoluter Gamechanger wäre jetzt natürlich noch, wenn das Ganze auch in die andere Richtung geht, was den Sound angeht. Wenn ich mein Lichtschwert mit meiner Soundanlage am PC oder mit der Stereoanlage im Wohnzimmer per Bluetooth verbinden kann oder per WLAN und wir dann den Sound des Lichtschwerts über eine 5.1 Anlage hören, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ich glaube, man arbeitet ein bisschen dran. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommen wird. Es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, mit dem Golden Harvest V4 zu arbeiten. Gerade als Neuling, und ich
bezeichne mich wirklich da immer noch als Neuling, was das Golden Harvest angeht, weil ich nicht so oft mit diesem Board arbeite. Ich selber keins in meinen Lichtschwertern verbaut habe. Deswegen für mich als eine Art Erstinstallateur und Erstuser war das eine total gute Erfahrung, meine Einstellung am Griff vorzunehmen. Absolute Empfehlung, wenn ihr den Platz habt, baut euch einen V4 ein, da kriegt ihr ein tolles Produkt und tollen Support. Ich bedanke mich sehr für euer Interesse. Schreibt gerne einen Kommentar, falls ihr noch Fragen habt. Abonniert gerne diesen Kanal und lasst einen Daumen nach oben da, das hilft mir sehr. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf weitere spannende Griffe, die uns dieses Jahr hoffentlich jeden Freitag beschäftigen werden. Ich danke euch. Bis dann.